Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Morgen früh wachst du auf. Die Hypothek auf deinem Haus ist immer noch gültig. Dein Autokredit besteht weiterhin. Deine Kreditkartenschulden sind ebenfalls noch da. Aber die Währung, in der all diese Schulden berechnet werden, existiert nicht mehr. Das mag zunächst wie Science Fiction klingen. Doch in Wirklichkeit ist es historische Realität. Und es kann wieder passieren. Die eigentliche Frage ist nicht, ob es passiert, sondern wann. Und noch wichtiger, wie werden dein Geld, deine Schulden und dein Leben aussehen, wenn dieser Moment kommt? Deutschland, November 1923. Die Hyperinflation hatte ein Ausmaß erreicht, bei dem Worte ihre Bedeutung verloren. Für ein einziges Brot musste man 200 Milliarden Mark bezahlen. Arbeiter versuchten, ihre Wochenlöhne mit Schubkarren nach Hause zu transportieren. Da selbst Brennholz zum Luxus geworden war, verbrannten Familien Geldscheine im Ofen, um ihre Wohnungen zu heizen. Das ist keine Legende. All das ist dokumentierte und belegte Realität. Doch eine Frage, die viele Geschichtsbücher kaum behandeln, lautet: Was geschah mit den Schulden? Und was ist mit den Hypotheken, die über Jahre hinweg abbezahlt worden waren? Sie verschwanden nicht, sie lösten sich nicht einfach in Luft auf. Die Regierung führte die Rentenmark ein. Der Umrechnungskurs war ebenso brutal wie simpel. Eine neue Rentenmark entsprach einer Billion alter Mark. Das heißt, hattest du eine Hypothek über eine Billion Mark, wurde daraus eine Schuld von nur noch einer einzigen Rentenmark. Du hättest sie sogar mit dem Kleingeld in deiner Tasche begleichen können. Klingt perfekt, oder? Für kurze Zeit waren die Schuldner die größten Gewinner dieses Systems. Menschen, die sich stark verschuldet hatten, um Immobilien zu kaufen, waren über Nacht schuldenfrei. Doch jedem Gewinner stehen Verlierer gegenüber. Und diesmal waren es die Gläubiger. Banken, Sparer und Rentner, die ihr Leben lang Geld zurückgelegt hatten. Ihre Ersparnisse verloren ihren Wert, ihr Vermögen war praktisch ausgelöscht. Diese Situation hätte die Einheit Deutschlands ernsthaft gefährden können. Um einen vollständigen Zusammenbruch zu verhindern, sah sich der Staat gezwungen einzugreifen. In diesem Zusammenhang traten sogenannte Aufwertungs- und Neubewertungsgesetze in Kraft. Diese Gesetze verpflichteten dazu, bestimmte Schulden für die Schuldner zu abweichenden Umrechnungskursen neu zu berechnen. Alles verlief äußerst chaotisch, doch genau dieses Chaos verhinderte, dass die Situation in offene Anarchie abglitt. Was können wir daraus lernen? In Krisen wie einer Währungsumstellung geht niemand einfach als Gewinner hervor. Die wahren Gewinner sind jene, die das Herannahen der Krise frühzeitig erkannten. Menschen, die ihr Bargeld rechtzeitig in reale Vermögenswerte umwandelten. Gold, Immobilien und andere Sachwerte, die ihren Wert auch dann bewahren, wenn Papiergeld an Bedeutung verliert. Die größten Verlierer jedoch sind meist die gewöhnlichen Menschen. Jene, die fleißig in der nationalen Währung gespart haben. Jene, die dem System vertrauten, ohne es zu hinterfragen. Kommen wir nun zu einer unbequemen Wahrheit. Schulden verschwinden niemals. Wenn ein Land auf eine neue Währung umstellt, werden alle bestehenden Schulden lediglich zu einem festgelegten Kurs umgerechnet. Hattest du in der alten Währung 10.000 Euro Schulden, dann schuldest du auch in der neuen Währung wieder 10.000. Die Zahl auf dem Papier bleibt gleich, doch der reale Wert, den diese Zahl repräsentiert, kann sich dramatisch verändern. Stell dir vor, du nimmst 100.000 Euro auf, um ein Haus zu kaufen. Einige Jahre später bricht plötzlich Hyperinflation aus. Ein Brot, das du früher für 3 Euro kaufen konntest, kostet nun 3.000 Euro. Dein Monatsgehalt springt von 5.000 Euro auf 5 Millionen Euro. In diesem Moment wird die Hypothek über 100.000 Euro praktisch bedeutungslos. Du könntest sie mühelos mit dem Lohn einer einzigen Woche abbezahlen. Genau dieses Szenario spielte sich nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ab. Doch dann begann das eigentliche Problem. Alle Gläubiger, alle Hypothekengeber und sämtliche Kreditverleiher standen vor dem Ruin. Die Ersparnisse eines ganzen Lebens verwandelten sich in etwas, das kaum mehr Wert hatte als Staub. Inmitten dieser schweren Krise traf die Regierung eine höchst umstrittene Entscheidung. Vor allem Hypotheken, aber auch andere ausgewählte Schulden, wurden neu bewertet und angepasst. Auf diese Weise erhielten die Gläubiger einen kleinen Teil ihrer Forderungen zurück, nicht alles, aber immerhin mehr als nichts. Wer hat also wirklich gewonnen? Menschen, die sich zu festen Zinssätzen verschuldet hatten, machten das Geschäft ihres Lebens. Und wer waren die Verlierer? Alle, die Geld verliehen hatten, sowie jene, die diszipliniert und regelmäßig in der nationalen Währung gespart hatten. Ihr Vermögen löste sich vollständig auf. Es verdampfte förmlich. Vielleicht denkst du jetzt, das ist eine sehr alte Geschichte, sie liegt 100 Jahre zurück. So etwas passiert heute nicht mehr.
Das ist ein Irrtum. Spulen wir etwas vor. Argentinien, 2001. Rund 10 Jahre lang hatte das Land seine Währung, den Peso, im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt. Anfangs wirkte das wie ein Wunder. Die Inflation ging stark zurück, ausländische Investitionen strömten ins Land. Doch dieses Wunder dauerte nicht lange. Im Jahr 2001 war Argentinien nicht mehr in der Lage, die feste Wechselkursbindung aufrechtzuerhalten. Schließlich erklärte die Regierung den Zahlungsausfall auf 132 Milliarden US-Dollar Schulden. Diese enorme Summe entsprach damals etwa einem Siebtel der gesamten Verschuldung aller Entwicklungsländer. Die feste Kopplung wurde aufgegeben, und anschließend begann ein Prozess, der als asymmetrische Pesifizierung bekannt wurde. Auf der einen Seite standen die Kredite. Kleine Hypothekendarlehen bis zu 100.000 US-Dollar wurden zum 1:1 Kurs in Pesos umgewandelt. Für private Schuldner war das nahezu ein Geschenk. Die Schulden blieben nominell gleich, waren jedoch nun an eine Währung gebunden, die rapide an Wert verlor. Große Unternehmenskredite hingegen, insbesondere jene von ausländischen Banken, blieben weiterhin in US-Dollar denominiert. Ein weiteres zentrales Thema waren die Bankeinlagen. Guthaben auf Konten wurden zu einem Kurs von $1 ist gleich 1,4 Peso umgerechnet. Hattest du beispielsweise 100.000 Dollar Ersparnisse, standen danach 140.000 Pesos auf deinem Konto. Das klang zunächst nach mehr, doch in Wirklichkeit sah die Lage ganz anders aus. Denn der tatsächliche Marktkurs lag bereits bei $1 ist gleich 3 bis 4 Pesos. Das Ergebnis, was auf dem Papier größer aussah, hatte in realer Kaufkraft massiv an Wert verloren. Wenn du sowohl einen Kredit über 100.000 US-Dollar als auch Ersparnisse in Höhe von 100.000 US-Dollar hattest, warst du technisch gesehen nun 100.000 Pesos verschuldet, verfügtest aber gleichzeitig nur noch über ein Guthaben, dessen realer Wert massiv geschrumpft war. Genau hier verlief die feine Linie zwischen Überleben und Bankrott. Doch die Lage verschärfte sich weiter. Innerhalb kurzer Zeit beschleunigte der Peso seinen Wertverfall. Für Unternehmen, deren Kredite in Dollar denominiert waren, explodierte die Schuldenlast. Hypotheken, die zuvor bei einem Kurs von $1 ist gleich 1 Peso noch beherrschbar gewesen waren, wurden bei $1 ist gleich 4 Pesos zu einer erdrückenden Last. In der Folge gingen tausende Unternehmen bankrott. Ihre Schulden waren in Dollar, ihre Einnahmen jedoch auf den rasch entwerteten Peso beschränkt. Auf privater Ebene hingegen wurden die kleinen Hypotheken der Bürger durch die 1:1 Umwandlung praktisch ausgelöscht. Die großen Unternehmensschulden jedoch verwandelten sich in eine wirtschaftliche Falle. Das war kein Zufall, das war eine politische Entscheidung. Welche Lehre lässt sich daraus ziehen? Wenn die Währung eines Landes in eine Krise gerät, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Schulden verschwinden nicht, doch ihr realer Wert kann sich verändern. Manchmal wirkt sich das zu deinem Vorteil aus. Manchmal kann es dich vollständig erschüttern. Alles hängt davon ab, auf welcher Seite der Schuldengleichung du stehst und welche Maßnahmen die Regierung zu ergreifen beschließt. Wenn du das jetzt siehst und dich fragst, ist das wirklich so wichtig? Dann solltest du eines wissen: Die Art der Schulden, die du hast, kann den Unterschied ausmachen zwischen Überleben und Untergang. Basic-harte Schulden, insbesondere Hypotheken, die an reale Vermögenswerte gebunden sind, nehmen während eines finanziellen Resets häufig eine Sonderstellung ein. Im Gegensatz dazu sind variable Zinssätze eine tickende Zeitbombe. Wenn eine Währung zurückgesetzt wird, können Zentralbanken die Zinssätze abrupt und massiv anheben, um das neue System zu stabilisieren. In einem solchen Szenario können sich Hypothekenzahlungen verdoppeln oder sogar verdreifachen. Die riskanteste Form von Schulden sind Verbindlichkeiten in Fremdwährung. Wenn ein Unternehmen seine Einnahmen in der lokalen Währung erzielt, sich aber in einer starken ausländischen Währung wie dem US-Dollar verschuldet, kann ein möglicher Währungszusammenbruch zur Katastrophe werden. Genau das ist in Argentinien zahlreichen großen Unternehmen passiert. Als der Peso gegenüber dem Dollar massiv an Wert verlor, vervierfachte sich der Gegenwert ihrer Schulden in der Landeswährung. Diese Entwicklung löschte im Jahr 2002 tausende Unternehmen durch Insolvenzen regelrecht von der wirtschaftlichen Landkarte. Ihre Schulden waren in Dollar, doch ihre Einnahmen blieben auf den rasch entwerteten Peso beschränkt. Genau an diesem Punkt betritt die Politik die Bühne. In einem Reset-Szenario stehen Regierungen vor einer extrem schwierigen Entscheidung. Wer wird gerettet, die Schuldner oder die Gläubiger? Wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann dies: Regierungen stellen sich fast immer auf die Seite der Schuldner. Warum? Weil Schuldner zahlenmäßig überlegen sind. Und, noch wichtiger, sie wählen gehen. Genau deshalb ist die wirksamste und zugleich verborgenste Waffe der Regierungen die Inflation. Inflation ist ein stiller Mechanismus zur Entschuldung. Sie entwertet die Währung,
hält die Zinsen künstlich niedrig und weitet die Geldmenge aus. Mit der Zeit bleibt der nominale Schuldenbetrag zwar unverändert, doch der reale Wert alter Schulden schmilzt Schritt für Schritt. Dieser Prozess verläuft bewusst langsam, um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Doch auf der anderen Seite hat diese Entwicklung eine dunkle Kehrseite: deine Ersparnisse. Was geschieht mit ihnen? In Wahrheit sind die eigentlichen Opfer der Inflation die Sparer. Während Schuldner profitieren, werden Ersparnisse systematisch entwertet. Dein über Jahre aufgebauter Renten- oder Pensionsfonds. Wenn wirtschaftliche Gleichgewichte ernsthaft ins Wanken geraten, kann seine Kaufkraft innerhalb weniger Monate um die Hälfte schrumpfen. Darüber hinaus bringt ein solches Umfeld auch Banken auf einen potenziell fragilen und gefährlichen Boden. Während der Krise in Argentinien fror die Regierung die Bankkonten ein. Die Menschen durften monatlich nur sehr geringe Beträge abheben. Du konntest dein Geld auf dem Bildschirm sehen, aber es war unmöglich, es tatsächlich zu nutzen. Im Jahr 2013 wurde die Lage in Zypern noch dramatischer. Bei bestimmten Banken wurden Vermögenswerte von Personen, die mehr als 100.000 Euro auf ihren Konten hatten, teilweise beschlagnahmt. Ziel war es, Finanzinstitute zu retten, die kurz vor dem Zusammenbruch standen. Diese Methode nennt man Bail-in. Das bedeutet, keine staatliche Rettung, sondern eine Rettungsaktion, bei der dein eigenes Geld verwendet wird, um Banken am Leben zu halten. Die Logik dahinter ist kalt und gnadenlos klar. In einer Wirtschaftskrise muss jemand die Verluste tragen. Die einzige Frage ist, wer zahlt den Preis? Und in den meisten Fällen bist du es. In einem derart chaotischen Spiel stellt sich am Ende, wenn die Musik verstummt, immer dieselbe Frage: Wer gewinnt? Die Antwort ist stets dieselbe. Die Ordnung ändert sich nicht. Schuldner mit festverzinslichen Krediten in der alten Währung befinden sich in einer besonderen finanziellen Lage, vor allem dann, wenn sie über wertbeständige Vermögenswerte verfügen. Angenommen, auf deinem Haus lastet eine hohe Hypothek. Setzt Hyperinflation ein, sinkt der reale Wert dieser Schulden drastisch. Der Wert des Hauses hingegen bleibt in der Regel inflationsgeschützt. Das Ergebnis: Du begleichst einen wertvollen Vermögenswert mit einer Währung, die nahezu wertlos geworden ist. Wer ist also der größte Schuldner in einem solchen System? Die Staaten. Große öffentliche Schulden schrumpfen in Phasen der Hyperinflation erheblich. Daher lässt sich argumentieren, dass hochverschuldete Regierungen einen stillen Anreiz haben, Inflation außer Kontrolle geraten zu lassen. Denn durch Geldschöpfung können sie ihre Verpflichtungen real reduzieren. Natürlich hat dieser Prozess einen Preis. Wer bezahlt ihn? Die Bevölkerung. Dann gab es jene, die die Warnschrift an der Wand frühzeitig erkannten und handelten, bevor die Lage unkontrollierbar wurde. In früheren Währungskrisen waren das meist Menschen, die ihre Ersparnisse rechtzeitig in stabilere Fremdwährungen umwandelten. Andere wiederum setzten auf Sachwerte, Immobilien, Gold, Dinge, die ihren Wert selbst dann bewahren, wenn Geld ihn verliert. Dann gab es auch diese Gruppe: Menschen, die noch in der alten Währung Kredite aufgenommen und dieses Geld in physische Vermögenswerte investiert hatten. Als die Inflation anstieg, wurde die Rückzahlung dieser Schulden nahezu bedeutungslos, während die Vermögenswerte, die sie besaßen, ihren Wert bewahrten. Doch das konnte nicht jeder tun. Nicht jeder hatte Zugang zu Fremdwährungen oder zu Krediten. Aber jene, die es konnten und es auch taten, überlebten nicht nur, sie gewannen. Dies ist keine Anleitung, sondern lediglich eine historische Beobachtung. Doch neben jedem Gewinner stehen unzählige Verlierer. Rentner erleben, wie die Ersparnisse, die sie über Jahrzehnte aufgebaut haben, innerhalb weniger Monate verdampfen. Die Mittelschicht, die dem System vertraut hat, sieht zu, wie ihr Vermögen verschwindet. Arbeiter stellen fest, dass ihre Löhne der Inflation niemals standhalten. Kleine Unternehmen, die keinen Zugang zu Fremdwährungsquellen haben, gehen bankrott. Am Ende findet eine massive Vermögensumverteilung nach oben statt. Könnte dem Euro so etwas ebenfalls widerfahren? Europa hat seit 1999 keinen echten Währungsreset erlebt. Die Existenz und Stärke des Euro beruhen zu einem großen Teil auf Vertrauen. Doch dieses Vertrauen ist nicht grenzenlos. Viele europäische Länder haben ihre Staatsschulden auf ein kritisches Niveau ausgeweitet. Gleichzeitig sah sich die Europäische Zentralbank gezwungen, Billionen von Euro in die Märkte zu pumpen. All diese Entwicklungen zeigen, dass die Voraussetzungen für einen Währungsreset Schritt für Schritt entstehen. Der Euro ist eine der tragenden Säulen des globalen Handelssystems. Ein Reset des Euro würde daher nicht auf Europa beschränkt bleiben, sondern weltweite Auswirkungen haben. In einem solchen Szenario könnte es niemandem gelingen, sich vollständig zu schützen. Doch historische Analysen zeigen immer wieder: Wirtschaftliche Ereignisse folgen bestimmten Mustern und diese Strukturen kehren in regelmäßigen Abständen zurück.
Dokumentierte Beispiele wie Deutschland 1923, Argentinien 2001 und Zypern 2013 zeigen, dass in wirtschaftlichen Krisenzeiten physische Vermögenswerte, insbesondere Immobilien und Edelmetalle, ihren Wert im Vergleich zu Bargeld besser zu bewahren vermochten. In historischen Ereignissen fungierte das Halten verschiedener Währungen als eine Art Versicherungsmechanismus. Gleichzeitig erwies sich die Struktur der Verschuldung häufig als ein entscheidender Faktor. Insbesondere festverzinsliche Kredite in der lokalen Währung verschafften Schuldnern in dokumentierten Inflationsphasen erhebliche Vorteile. Demgegenüber führten variable Zinssätze oder Fremdwährungsschulden in den untersuchten historischen Beispielen häufig zu verheerenden Ergebnissen. Diese Schlussfolgerungen stammen aus der vergleichenden Wirtschaftsgeschichte und stellen keine Handlungsempfehlung für individuelle Finanzentscheidungen dar. Der eigentliche Kernpunkt ist folgender: Geldstabilität ist kein Naturgesetz, sondern ein von Menschen geschaffenes System. Im Laufe der Geschichte ist jede Währung entweder gescheitert oder wurde durch eine andere ersetzt. Euro, Dollar, Yen, sie alle sind Teil derselben historischen Dynamik. Wenn der nächste Reset kommt, werden keine Sirenen heulen. Alles wird leise und schrittweise näher rücken. Durch Inflationsberichte, Ergebnisse von Zentralbanksitzungen und kleine politische Anpassungen, die die meisten Menschen nicht einmal wahrnehmen. Und eines Tages wird kommen, an dem das Geld, das du in den Händen hältst, nicht mehr so funktioniert, wie du es kennst. Die Schulden jedoch werden weiterhin bestehen. Die entscheidende Frage lautet dann: Werden diese Schulden eine erdrückende Last sein? Oder sich in eine unerwartete Chance verwandeln? Wirst du zu der Minderheit gehören, die die Zukunft rechtzeitig erkannt hat, oder Teil der Mehrheit sein, die alles verliert? Am Ende beruht Geld im Kern auf einem kollektiven Glaubenssystem. Wenn sich dieses System verändert, entscheiden andere, was geschieht und wer die Macht besitzt, die Regeln neu zu schreiben. Die Geschichte zeigt uns, Geldsysteme sind weitaus fragiler, als wir meist glauben. Wir lernen auf schmerzhafte Weise, dass Vertrauen niemals dauerhaft oder garantiert ist. Sie lehrt uns, dass jene, die vorbereitet sind, überleben, während diejenigen, die blind vertrauen, meist alles verlieren. Dies ist kein Versuch, Panik zu erzeugen, sondern ein Aufruf, der Realität ins Auge zu blicken. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.